Herzlich willkommen bei Musculus mit dem Titel Myotone Dystrophien. Und dazu haben wir wie immer einen Spezialisten eingeladen. Heute Professor Dr. Benedikt Schoser. Herzlich willkommen. Hallo Herr Brix, vielen Dank für die Einladung. Darf ich gleich zur ersten Frage kommen? Was sind denn Myotone Dystrophien Typ 1 und was sind ihre Ursachen? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also die Myotone Dystrophie ist zunächst mal eine sehr alte Erkrankung. Man kennt die seit weit als 100 Jahren und hat eine Kombination aus einerseits Muskelsteifigkeit und Muskelschwäche. Das sind die zwei Komponenten, deswegen Myotonie, das ist die Steifigkeit, und Dystrophie ist die Schwäche. Das ist im Namen sozusagen dort drin. Am Anfang hat man das alles als eine Erkrankung gesehen und erst im Zeitalter der Genetik kam man dann drauf, dass es zwei verschiedene Typen gibt. Der eine, ganz klassische, nennt man die Kruschmann-Steinersche Erkrankung, das ist die DM1, und die DM2 oder auch proximale myopathische Myotonie ist die DM2, die weit später eigentlich dann klassifiziert wurde. Ursache bei beiden ist was Besonderes. Man hat auf einem sogenannten Allel, wir haben in unserer genetischen Information immer alles doppelt abgespeichert. Und auf einem Allel hat man eine sogenannte abnorme Verlängerung. Ich bezeichne das immer als der Abstandshalter zwischen zwei Genen ist verrutscht und verlängert. Und das nennt man Repeats, ja, Repeat Disorder. Und bei der DM1 ist ein kurzes, ein Dreier-Repeat, ein sogenanntes CTG-Repeat, während bei der Zweier sogar ein Vierer-Repeat-Abstandshalter ist, der auch noch viel, viel länger sein kann. Und mit der Größe dieses Abstandshalters definiert sich unter anderem der Zeitpunkt des Beginns der Erkrankung, wie auch dann die Schwere der Erkrankung. Das heißt, habe ich ein sehr kurzes Repeat, dann kann es sein, dass ich als einzige klinische Symptomatik einen grauen Star habe, aber sonst gar nichts. Während wenn ich ein ganz langes von 1000 Abstandshaltern habe, heißt das, dass ich durchaus sehr schwer betroffen sein kann, sehr viel Muskelsteifigkeit habe, sehr viel Muskelschwäche, eine Herzbeteiligung und auch durchaus an dieser Erkrankung früh versterben kann. Das ist so die eine Geschichte. Bei der zweiten Form ist das Ganze um ungefähr 20 Jahre nach hinten verschoben. Also die erste Form beginnt durchaus direkt nach Geburt, dann sind die Repeats sehr, sehr lang. Und bei der zweiten Form sind die Repeats eigentlich noch viel länger, aber sie tauchen später auf und sind insgesamt milder ausgeprägt. Und deswegen ist der Krankheitsbeginn dort in der Regel dann erst zwischen 40 und 50. Und übliche Symptomatik ist, schwerer werden, Treppen steigen, vom Boden hochkommen, aus der tiefen Hocke aufstehen. Das sind so ganz klassische Symptome. Während bei der Einserform es sehr schnell dazu kommt, dass man die Schwäche sehr deutlich merkt. Man kann Sachen nicht mehr in der Hand halten gut, weil dann kommt die Steifigkeit dazu, Schneiden fällt schwerer, aber genauso auch natürlich Steigen, Fußerheberschwäche, dass man mehr stolpert, alles das kommt so zusammen. Und das ist das sozusagen Spannende für den Behandelnden, aber leider nicht für den Patienten, ist natürlich die Situation, dass neben der Muskulatur durchaus innere Organe wie das Herz, wie der Magen-Darm-Trakt, aber auch zusätzlich das Gehirn betroffen sein kann. Also sehr, sehr komplexe Gesamtsymptomatik. In welcher Lebensphase treten die ersten Symptome auf? Bei der Einser entweder direkt von Beginn, von Geburt, oder dann um das jugendliche Alter, das geht so ab 10 dann durchaus los. Und dann haben wir nochmal einen Großteil, da ist der Großteil der DM1-Betroffenen, um die 20 bis 50, das ist so das Erste. Für die zweite Form ist es in der Regel Beginn um das 40. Lebensjahr aufwärts. Also kann auch ein 60, kann auch ein 70-Jähriger eine Erstdiagnose sein. Wo wendet man sich im Bedarfsfall hin und wie erfolgt die Diagnose? Also wir sind ja sowohl in Österreich wie auch in den deutschsprachigen Räumen eigentlich generell gut ausgestattet. Es gibt neuromuskuläre Zentren, die sich finden in fast jeder größeren Stadt. Also gerade hier in Wien gibt es hervorragende neuromuskuläre Zentren, aber auch außerhalb von Wien, ganz Österreich und genauso in Deutschland sehr. In jedem Bundesland finden Sie in der Regel an Universitätskliniken angebunden, dann entsprechende Einrichtungen, die eine Expertise dort drin haben. Aber der Weg geht natürlich in der Regel einfacher. Zunächst über den Hausarzt, der vielleicht der Erste ist, der Symptome entdeckt. Dann Überweisung an den Facharzt, entweder, wenn es im Kindesalter ist, an den Kinderarzt oder Neuropädiater und bei den Erwachsenen dann an den Neurologen. Was wird er machen im Ersten? Eine Laboruntersuchung gehört dazu. Dort kann zum Beispiel auffällig sein, dass die Kreatinkinase, das Muskelenzym,
ein Wert ist, der auffällig ist, der erhöht ist. Es können auch mal Leberenzyme auffällig sein. Das ist was Wichtiges. Und aus der Kombination der Beschreibung von der Schwäche, von der Steifigkeit, wird dann der Neurologe eine sogenannte Elektromyographie, eine elektrische Untersuchung der Muskulatur mit einer feinen Nadel durchführen. Dort kann er dann schon was sehr Typisches für diese Myotonie sehen. Er sieht dann, es hört sich an wie ein vorbeifahrendes Auto. Ja, das nennen wir dann eine myotone Entladung. Ja. Was ist die Ursache dafür? Das ist vielleicht ganz interessant, in den Punkt mit einzufügen. Ein sogenannter Salzkanal, der normalerweise unsere Muskulatur wieder erschlaffen lässt, bleibt abnorm lang geöffnet. Der schließt sich nicht bei dieser Erkrankung. Das ist ein Symptom und deswegen kommt es zur muskulären Steifigkeit, aber auch zu diesem elektrischen Phänomen, dass man diese Myotonentladung nachweisen kann im EMG. Der nächste Goldstandard heute ist dann in der Regel die genetische Diagnostik, die Genanalyse, die man macht, um diese Repeats nachzuweisen. Das geht über eine Blutprobe. Ganz, ganz selten wird heute noch als Ergänzung eine Muskelgewebsprobe entnommen. Das ist eher die Ausnahme. Wenn diese Diagnose dann gestellt ist, dann muss man, und das ist für beide Typen exakt gleich, da gibt es keinen Unterschied. Wenn die Diagnose dann gestellt ist, muss man an die Multiorganbeteiligung denken. Das heißt, eine Kardiologie muss aufgesucht werden, dass ein EKG gemacht wird, Langzeit-EKG, ein Ultraschall, was entsprechend ist der Augenarzt, wenn man älter ist, konsultiert werden, dass er schaut, ist der graue Star schon da, ist Katarakt vorhanden, muss die operiert werden gegebenenfalls. Das sind wichtige Symptome. Und was bei ungefähr 20% der Patienten dabei ist, auch sehr wichtig für die Langzeitfolgen, schauen, ob zum Beispiel ein Diabetes sich entwickelt hat, eine Blutzuckererhöhung. Auch das gehört zum Spektrum dieser Erkrankung, ungefähr bei 20-25%. Und das ist natürlich alles schon sehr gut behandelbar. Die Früherkennung ist ja bei vielen Krankheiten enorm wichtig. Kann man bei einem oder durch ein Neugeborenen-Screening, also einer Blutprobe, auch auf myotone Dystrophie prüfen? Also das ist eine sehr wichtige Frage. So weit sind wir in Europa noch nicht, weil in Europa ist sozusagen für ein Neugeborenen-Screening die Voraussetzung, dass es eine behandelbare Erkrankung ist. Das ist bei uns der Unterschied. In Amerika ist das durchaus schon möglich, dass man auch noch nicht behandelbare Erkrankungen im Neugeborenen-Screening mit untersucht. Daher wissen wir auch so ein bisschen, wie häufig oder nicht häufig diese Erkrankung ist, in anderen Art und Weise. Das ginge über eine Blutprobe, müsste aber genetisch gemacht werden. Man muss dann genau den gleichen Weg wie beim Erwachsenen gehen. Man muss über eine sogenannte DNA-Analyse dann schauen, gibt es diese Abstandsverlängerung, diese Repeats, sind die vorhanden oder nicht. Das ist heute sehr wohl möglich. Man hat ähnlichen Bereich für die spinale Muskelatrophie, gab es ja im Muskelus auch schon Sendungen dazu. Entsprechend kann man da verweisen drauf. Das ist schon möglich, aber es ist in Europa und insbesondere in den deutschsprachigen Raum bisher noch nicht, macht man das nicht in der Regel. Es gibt aber diese Fragestellung, die schließt sich eigentlich für mich da immer dran an, natürlich bei Paaren mit Kinderwunsch. Dort kann man schon relativ früh genau untersuchen, gibt es womöglich Veränderungen an einem Baby, was zur Welt kommt oder bevor es zur Welt kommt in den ganz frühen Phasen oder sogar im Rahmen der sogenannten Präimplantationsdiagnostik gibt es auch an speziellen Zentren diese Fragen. Deutschland muss das jedes Mal über einen individuellen Ethikvotumbeschluss gemacht werden. Das hat eine sehr, sehr hohe Hürde, ist aber sehr, sehr wichtig und ich denke für die Zukunft noch wichtiger und wir werden sicher da diese Fragen immer wieder mal bearbeiten müssen, wie ist Stand der Dinge. Was bedeutet denn jetzt so eine Diagnose für das Leben der Betroffenen? Also das bedeutet einen großen Einschnitt. Ja. Je nach Situation des Einzelnen, der betroffen ist. Wenn er selber schon sehr stark erkrankt ist, ist er zunächst mal erleichtert, weil er hat nun die Ursache gefunden, warum er anders funktioniert in seinem Leben wie die Umgebung um ihn herum. Wenn es eine klare Familienstruktur gibt, wo zum Beispiel der Vater oder die Mutter schon betroffen ist, dann ist das auch in gewisser Weise eine Entlastung, aber auch auf der anderen 50% der Hälfte eine Belastung, weil man dann sieht, wie diese Erkrankung eigentlich wahrscheinlich verlaufen wird. Man hat dann ein Beispiel schon in der Familie. Es gibt sehr interessante Berichte aus Schottland, wo die Geschwister, die nicht betroffenen Geschwister befragt wurden, wie sie denn die Wahrnehmung der Familie haben, sobald ein zusätzlicher Betroffener diagnostiziert wurde, also zum Beispiel der Bruder oder die Schwester.
Und daran sieht man, dass die Belastung bei dieser Erkrankung sehr hoch ist, weil wir hier eine Kombination haben einer nicht reinen nur Muskelerkrankung, sondern in der Regel bei der DM1 zumindest auch definitiv des zentralen Nervensystems, schon mit auch Persönlichkeitsveränderungen, mit auch Einschränkungen der Wahrnehmung, mit einem hohen Anteil an Tagesmüdigkeit und Ähnlichem. Und dann natürlich das Thema, auch viele dieser Patienten sind ab einem gewissen Grade nicht mehr arbeitsfähig und sitzen dann zu Hause. Und das ist natürlich eine große auch psychosoziale Belastung, die hier auf die Familie zukommt und auf den Einzelnen. Was raten Sie dann in so einem Fall? Das ist eigentlich was sehr gut etabliert ist in der Zwischenzeit an den neuromuskulären Zentren. Überall gibt es sogenannte psychosoziale Beratungsstellen. Die sind extrem wichtig, weil wir Ärzte leisten einen Teil, aber wir sind einfach keine in der Regel gut ausgebildeten Psychologen, sondern brauchen dort wirklich Kollegen, die sich um die Sozialaspekte betreuen, aber genauso auch um die psychologischen Anteile dieser Erkrankung. Und nur in der Kombination als Team wird es dann eine Gesamtrichtung, die für den Patienten am ehesten dann hilfreich ist für seinen Langzeitverlauf. Und vieles muss man ja immer wieder anpassen an die Situation der Erkrankung. Das ist ja eine progressive Erkrankung, die schreitet fort, sie geht weiter und immer wieder neu muss das Team darüber nachdenken, was kann ich eigentlich für diesen Patienten am besten jetzt in der Situation leisten. Dann noch einmal zurück zu einer medizinischen Frage. Sind denn schon Therapien für Myotone Dystrophie Typ 1 verfügbar? Also zunächst mal ist mir immer sehr wichtig, zu betonen, was es überhaupt schon normal gibt, ohne den ganz molekularen Anteil. Also wir können durch die Vielfalt der Organsymptome, die da sind, relativ viel für den Einzelnen tun. Wenn zum Beispiel eine Blutzuckererkrankung da ist, kann man die nach den normalen Regeln einer Blutzuckererkrankung behandeln. Das funktioniert dort genauso. Wenn eine Herzrhythmusstörung vorhanden ist, eine Herzinsuffizienz, kann die genauso behandelt werden wie bei einem ohne diese genetische Grunderkrankung. Alles das ist es. Wenn der graue Star da ist, auch der kann operiert werden, wie bei jedem anderen, der keine myotone Dystrophie hat. Das heißt, das ist erstmal wichtig in den Vordergrund zu stellen. Und es gibt relativ gut fundierte sogenannte konsentierte Standard of Care Recommendations, auch auf Deutsch, findet man auf der Seite der deutschsprachigen Selbsthilfeorganisation, wo sehr ausführlich zu jedem Symptom beschrieben ist, was ohne jetzt einer spezifischen molekularen Therapie bereits machbar ist. Und das ist für mich wirklich wichtig, das nicht zu vernachlässigen bei allem Neuen, dass man diese Standards einfach einhält und den Patienten bestmöglich damit behandelt. An molekularen Therapien sind wir gerade so für diese sehr komplexe Erkrankung am Übergang. Es sind wirklich große Grundlagenarbeiten dazu zum Verständnis, die es deutlich verbessert haben, vorhanden. Und auf denen aufbauend sind jetzt erste große klinische Studien haben stattgefunden. Eine ist gerade aktuell abgeschlossen worden. Da kennen wir zumindest einen Teil der Ergebnisse. Wir kennen noch nicht den klinischen Teil dazu. Wir wissen aber, dass zunächst mal das, was man verändern wollte, in der Muskulatur angekommen ist, sich dort angereichert hatte und auch zu einer Verbesserung eines Teils der Ergebnisse in der Muskulatur bedeutet. In anderen Bereichen ist es so, gerade was jetzt das zentrale Nervensystem angeht, dass wir da noch in ganz frühen Phasen sind. Also da ist noch sehr wenig. Es läuft aber ab März eine weitere große Studie, auch erstmals dann in Europa dazu an, die sehr wichtig ist. Wir selbst haben in Europa, das war über 4 große Zentren, die sich mit myotoner Dystrophie beschäftigt haben, eine sogenannte Verhaltenstherapie abgeschlossen. Und dort ging es, eine große Studie, es waren 250 Menschen, haben mitgemacht für diese Erkrankung. Und das war der Beweis, dass man mit diesen Patienten wirklich auch große Studien machen kann, weil es hieß immer, das ist schwierig und die kommen nicht und die machen nicht mit. Das stimmt definitiv nicht, sondern sie sind genauso wie alle anderen sehr interessiert, dass man an ihren Erkrankungen forscht und auch mit ihnen arbeitet zusammen, diese Entwicklung. Und hier mit der Verhaltenstherapie ging es uns darum, die Tagesstruktur und die Aktivität des Patienten wieder in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, viele dieser Patienten, die dann nicht mehr arbeiten, verschieben ihren Tag-Nacht-Rhythmus. Ich sage immer, sie gehen ins Studentische zurück. Da wird sehr lang bis in die Nacht hinein, sei es Online-Portale bedient und Videos gesehen und auch natürlich Chats und sonst was. Und damit sind sie über den Tag sehr, sehr müde und wachen dann teilweise erst gegen 12 Uhr mittags auf und sind aus dem normalen sozialen Rahmen gefallen. Und das wird immer schwieriger. Und da war unter anderem so ein Ansatzpunkt, wie kann man das wieder zurückregulieren, dass diese Menschen eigentlich schon einen normaleren Alltag wieder haben, damit sozial besser integrierbar sind,
und auch mehr soziale Kontakte haben. Und das hat sehr gut stattgefunden. Das Zweite ist, was man gesehen hat, das war das ganz Interessante, wenn man das sozusagen restrukturiert hat, so ein Tagesablauf, zusätzlich sah man, dass die Gesamtaktivität der Patienten sich deutlich verbessert hat. Sie waren wacher, sie waren aktiver, sie sind mehr rausgegangen und haben alles das eigentlich wieder wahrgenommen, was wir als selbstverständlich nehmen. Insofern sieht man, dass das sehr wohl eine sehr gute Wirkung hat. Und das war eigentlich interessant. Das war vor Corona-Zeiten. Auch damals haben wir schon Telemedizin eingesetzt. Teil der Verhandlungen und teilweise der Beratung durch die Verhaltenstherapeuten ging online, per Fernsehen, per Video, per Telefon und nicht nur im 1:1 Kontakt. Und das ist sicher was für die Zukunft, wo man weitermachen kann. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und mich zu bedanken, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Ja, das war die Folge Musculus zum Thema myotone Dystrophien. Weitere Fragen beantworten wir möglicherweise durchaus in der Infobox. Sie können auch gerne unsere Homepage besuchen, muskelforschung.at. Wie immer wünsche ich mir von Ihnen ein Gefällt mir oder Sie abonnieren gleich den ganzen Kanal und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.